Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns die Hera H6 in der finalen Version. Da sind wir wieder mit Hera Arms und dem Matthias. Matthias, grüß dich. Servus Martin. Schön, dass du da bist. Du hast uns heute die finale H6 mitgebracht. Ganz genau, so schaut's aus. Wir haben ja bereits auf der Wild und Hund darüber berichtet, haben dann auch nochmal ein Video dazu gemacht und auf der IWA war auch schon das Gewehr da. Das war aber alles noch quasi Prototyp. Ihr habt viel Feedback dazu bekommen. Ganz genau. Und habt quasi nochmal ordentlich nachgebessert. Deswegen war das ja alles mit der Auslieferung ein bisschen verzögert. Die Leute haben ja alle schon gefragt, wann kriegen wir es endlich? Wir wollen es haben. Genau. Jetzt ist es da. Sag vielleicht klar als allererstes was zur Verfügbarkeit. Beziehungsweise Die Leute sind heiß, so viel vorab. Das muss ich sagen. Wir sehen es auch bei uns an den Vorbestellungen, die von den Händlern vorliegen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das Gewehr ist absolut durch die Decke gegangen nach der Vorstellung in Dortmund auf der Messe und dann auf der IWA. Also im Prinzip alles richtig gemacht. Wir haben aber nochmal zugehört bei unseren Händlern, bei den Endkunden, bei Praktikern direkt aus der Jagd heraus, aus dem Sportlichen, wo es ja auch eingesetzt wird, das H6. Und haben manche Details noch verändert, noch verbessert. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Auslieferung sich nochmal verzögert hat. Aber wir sind jetzt so weit, dass wir kurz vor Weihnachten jetzt die ersten Systeme ausliefern an die Händler und es dann richtig losgeht und spätestens im Frühjahr dann jeder sein H6, das er bestellt hat, bei seinem Händler in den Händen hält. Für alle, die das jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm haben oder nicht beobachtet haben, die H6 ist ein Repetiergewehr von Hera. Ihr seid jetzt nicht Neulinge im Repetierbereich, ihr habt ja auch schon die H7 im 308-Kaliber und habt aber auch viele Halbautomaten. Und ihr habt jetzt quasi mit der H6 so ein Hybrid gebaut, ne, wo ihr gesagt habt, ihr wollt irgendwas haben, also ich sage das jetzt mal ganz laienhaft, ne, so ein Hybrid, der so ein bisschen an die AR-15-Plattform erinnert, vom Haptik und vom Handling. Aber eben halt als Repetiergewehr. Ja? Genau. Und eben halt auch mit dem Fokus für die Jagd und für den Sport. Das war eine ganz wichtige Sache. Dann würde ich sagen, gerade mal für die Leute, die das noch nicht wissen, was an dem System jetzt so verbaut worden ist oder wie das funktioniert, gehen wir erstmal über das Chassis als allererstes. Unser Schaftsystem nimmt im Prinzip das komplette Systemgehäuse von der Waffe auf. Das Schaftsystem umschließt komplett das Systemgehäuse, jetzt hier aus Stahl gefertigt. Das erste war tatsächlich noch aus Aluminium. Wir wollten uns aber ein bisschen offen halten, für größere Kaliber dann in Zukunft auch noch gewappnet zu sein, was mit dem Alu-System dann irgendwann nicht mehr geht. Die bekannten Kaliber, die ins AR-15-Magazin reinpassen, denn das ist ja quasi eins der Hauptthemen. AR-15-Magazin auf der Seite. Seitliches Magazin. Da sprechen wir auf jeden Fall gleich nochmal drüber. Auf jeden Fall. Wir haben einen AR-15 Handschutz. Also alle AR-15 Handschütze aus unserem Portfolio, ob das der Quadrail ist, der Hybrid, der Leder, jetzt hier speziell dann vielleicht eher für den Jäger, passen alle komplett auf unser H6 drauf. Also die Aufnahme, sozusagen die Barrel Nut ist identisch mit dem AR-15. Somit können wir AR-15 Handschütze verwenden. Hier schon das neueste Design auf jeden Fall beim AR-15 Handschutz. Du vielleicht den ein oder anderen Wink mit dem Zaunfall auf die Zukunft geben. Und das kombiniert natürlich mit einer ultraleichten Waffe. Wir haben hier einen 18 Zoll Handschutz, einen 18 Zoll Lauf. Und das ist im Prinzip für die 223, in der die Waffe als erstes jetzt vorgestellt und ausgeliefert wird, im Prinzip die optimale Länge. Später auch noch 300 Blackout und weitere Kaliber folgen mit Sicherheit. Das halten wir uns allerdings noch ein bisschen offen. Da sind wir noch in der Entwicklung, was gut läuft, was gut funktioniert und was der Markt auch verlangt. Und 18 Zoll Lauf hier und trotz des langen Laufes, der im Prinzip optimal für die 223 ist, haben wir hier nur eine Gesamtlänge von 1,1 Meter. Das ist super führig, das System. Und dazu kommt natürlich noch hier der hintere Teil vom H7.
quasi. Die Waffe kann angeklappt werden, serienmäßig mit Klappschaft-Chassis. Und somit sind wir jetzt hier bei einer Länge von nur noch 79 cm. Ja. Im Prinzip das Perfekte für den Jagdrucksack. Wir werden es dann auch später immer mal noch wieder einblenden hier im Video. Wir waren ja zuerst ein bisschen draußen und haben uns mal angeschaut, wie kann die H6 überhaupt eingesetzt werden. Was sind so die Vorteile, auch mit dem seitlichen Magazin zum Beispiel. Denn ich habe eine ultra schlanke Silhouette vom Abzugsbügel bis ganz nach vorne kann ich auflegen. Ja. Typischerweise vom Jagdrucksack runter. Ich habe das M-Lok-System hier, kann hier AK Swiss Rails anbringen, kann Picatinny-Schienen anbringen, kann Riemenbügelösen anbringen. Bin hier total flexibel. Aber die schlanke Silhouette im Prinzip bringt es auch natürlich, jeder hat noch die alte Kanzel vom Opa im Revier stehen mit den engen Fenstern und da kann ich halt auch direkt auflegen oder wenn mal die Schussposition nicht so optimal ist. Das wäre jetzt quasi schon vorgegriffen über das Magazin gesprochen, beziehungsweise über die Zuführung hier an der Seite. Ne? Genau. Ja, ist ein sehr spaciges Design gewesen. Als wir das erste Mal gesehen haben, waren wir sehr skeptisch. Haben gesagt, ob das gut ankommt bei den Leuten. Offensichtlich kommt es gut an. Ja. Uns sind auch tatsächlich keine Nachteile an der seitlichen Zuführung aufgefallen, eher nur Vorteile. Man könnte jetzt natürlich sagen, okay, wenn ich jetzt hier so die Waffe im Anschlag habe, in der Vorhalte habe, dass es hier stört, aber es ist tatsächlich so, man hat sie natürlich in einem leichten 45 Grad, sie liegt jetzt nicht flach an, aber man sieht es ja hier auch schon vom Arm her, ist es total unergonomisch, wenn die Waffe direkt anliegt. Das heißt, wenn ich sie so habe, stört es eigentlich überhaupt nicht, zumindest wenn man so ein kurzes Magazin hier dran macht. Klar, wenn ich jetzt hier so ein 30er-Magazin habe. Oder die große Trommel, dann wird es vielleicht unergonomisch. Tatsächlich aber mit dem kurzen Magazin keine Probleme. Aber ansonsten natürlich mega geil für den Jäger mit dem Auflegen, dass er wirklich bis zum Abzug hier auflegen kann direkt. Ja. Und was natürlich dazu kommt, was ich den Hauptvorteil an der seitlichen Zuführung sehe, ist, du kannst im Anschlag bleiben beim Nachladen. Genau, wir können es ja kurz mal vorführen. Wir haben es zwar auch noch mal dann vom Schießstand, aber ich bin im Prinzip im Anschlag drin. Selbst ob das jetzt jagdlich oder sportlich ist, man stellt sich nur vor, sitzend aufgelegt schießen oder liegend schießen, mit Zweibein eventuell oder von der Sandsack-Auflage, muss ich bei einem normalen Repetierer meistens leicht ankippen, kann das Magazin unten entnehmen. Hier bleibe ich im Anschlag drin, wechsle das Magazin, ganz easy und kann die ganze Zeit im Anschlag bleiben und natürlich auf der anderen Seite durchrepetieren. Ja. Genau, wir hatten es vorhin, du hast gesagt, ihr habt jetzt ein Stahlsystemkasten. Ganz genau. Aufgrund zukünftiger Kaliber, ich sage jetzt mal noch nichts, aber ja. Und das kommt natürlich jetzt wieder das Gewicht ins Gespräch. Ne? Wir haben es vorhin mal tatsächlich nachgewogen, weil es mich einfach interessiert hat, wenn man das hier so hochnimmt. Ist schon echt sauleicht, ja. So wie es jetzt hier zu sehen ist, mit der Optik haben wir nachgewogen, waren es 3,7 Kilo roundabout? 3.470, so knapp unter 3,5. Genau, knapp unter 3,5 Kilo. Ja, also es war auf jeden Fall extrem leicht. Und das ist beeindruckend, muss ich sagen, obwohl Stahlkastennetz. Genau, wir waren vorher mit dem Aluminiumsystem bei ungefähr Gewicht ohne Zieloptik 2550 ungefähr und wir sind jetzt bei knapp über 2750, 2770 Gramm. Dann kommt es ein bisschen darauf an, welcher Handschutz montiert ist, aber im Prinzip, da sind wir bei einem Gewicht, was immer noch ultra leicht ist. Das kennt man eher von der leichten, führigen Kipplaufbüchse, die so ein geringes Gewicht überhaupt vorgibt. Das ist natürlich für die Jagd extrem spannend, leichte Waffe. Ja. Aber auch für den Sport kann es mega interessant sein. Zum einen natürlich habe ich ein leichtes Gewehr, was ich vielleicht genauso schon nutzen kann. Gibt es dynamische Disziplinen? Bei uns in Deutschland jetzt eher weniger, aber gerade im Ausland gibt es viele, viele Länder, wo ja Halbautomaten gänzlich verboten sind und dort werden sehr viele Disziplinen, auch ich sag mal mit den sehr modernen sportlichen Repetierbüchsen geschossen und gerade dort kommt das Design natürlich auch extrem gut an, weil es ja immer noch die Bestandteile vom AR mit integriert, wie der Handschutz oder auch das Magazin und was du schon angesprochen hast, gerade das Gewicht im Sportlichen, bei den einen Disziplinen für Repetierbüchsen habe ich vielleicht ein Maximalgewicht. Das ist oft so, ja. Und kann damit natürlich auch immer im Maximalgewicht bleiben, weil das Grundgewicht der Waffe ja sehr gering ist. Andererseits habe ich da natürlich auch mehr Möglichkeiten
um eine schwerere Optik, ein schwereres Mhm. Zweibein montieren zu können und bin immer noch im Gewichtsrahmen drin. Bei einer Waffe mit einem sehr schweren Aluminium-Chassis zum Beispiel, da hätte ich natürlich dann immer die Nachteile, das Chassis wiegt schon sehr viel. Da muss ich irgendwo Abstriche Da machen. muss ich Abstriche machen und kann vielleicht nicht so ein großes Scope montieren. Ja. Ja, cool. Dann lass uns doch einmal kurz noch über den Abzug sprechen. Das ist nämlich quasi nicht euer eigener Abzug. Da habt ihr Genau. euch ein bisschen Da, was reingeholt. da haben wir Wo liegt quasi der? Da das hinten, Beste aus dem Markt hergenommen. Wir haben ja eine Kooperation mit Recknagel. Also im Prinzip ja, das Beste, was wir hier uns dazu kaufen konnten, war der Abzug aus dem Hause Recknagel, auch bekannt mit den Marken Aeratec Ja. und Aera Silencer. Da wird ganze Arbeit Der geleistet. ist wirklich beeindruckend, ne? Wenn wir da mal hier, müssen wir, glaube Genau. ich, einmal das Magazin jetzt kurz rausnehmen. Magazin dafür. rausnehmen, Ja. genau. Und Mach dann mal du, ja. der Abzug ist Der Weg ist quasi nicht vorhanden. kein Weg Das vorhanden. ist echt krass. Probier es gerne nochmal Ja. direkt aus. Die Zuschauer werden es bei uns auf der Messe sehen. Der Abzug ist der Hammer. Das ist wirklich. Ja. Da kriegt man einfach, ich nenne ihn den Grinseabzug, wenn man einfach ein Grinsen ins Gesicht kriegt. Das ist wirklich, du hast, wie viel Gramm hat der? Das ist, Ja, also wir sind in der Grundausstellung so bei roundabout 1000 Gramm. das sind weniger. Das ist tatsächlich das Optimum, was sportlich wie auch Ja. jagdlich genutzt werden sollte. Wenn wir zu wenig Einstellungen haben, dann ist es oftmals so, dass es für die Sicherheit nachteilig ist. Und ich sag mal, auch bei den sportlichen Disziplinen, wenn es ein bisschen mehr dynamisch wird, dann braucht man ein gewisses Abzugsgewicht. Und so auch für die statischen Disziplinen ist es ein perfekter Abzug, weil er einfach optimal trocken steht. Ja. Zum Thema Sicherheit, da habt ihr auch was geändert, ne? Im Prototyp gab es ja noch einen Abzug, eine Sicherung. Genau, und im dann Prototyp hatten wir im Abzug eine Sicherung und hatten hier hinten eine Schlagbolzensicherung, quasi 2 Sicherungssysteme. Dem einen oder anderen Kunden hat das System im Abzug sehr gut gefallen. Man muss aber sagen, dass die Mehrheit der Kundschaft gesagt hat, direkt am Abzug die Sicherung, das gefällt mir nicht ganz so. Deswegen haben wir das gewechselt und sind jetzt hier bei einer Sicherung angekommen, die ich entweder hier mit dem Daumen bedienen kann oder auch mit dem Finger und absolut lautlos, wirkt auf den Abzug direkt. Da allerdings der Stollen hier direkt unten drunter sitzt, ist das ein absolut sicheres System. Also da geht auf jeden Fall nichts schief am Ende des Tages und absolut geräuschlos für die Jagd natürlich perfekt und für den Sportschützen sehr ergonomisch gelegen. Ja, was soll ich sagen? alles richtig gemacht. Also wir werden das auf jeden Fall auch nochmal im Detail nochmal uns zur Brust nehmen. Unser Bernhard, der ist da, glaube ich, schon der geeignete Kandidat dafür, der dann da ein bisschen was mit anstellen wird. Und dann gibt es bestimmt nochmal ein, ich nenne das mal 90-Tage-Use-Video oder wie viele Tage er halt braucht, um das zu benutzen, um mal auszuprobieren, um dann mal ein Video dazu machen. Aber da wird er sicherlich nochmal ins Detail gehen und alles nochmal erklären. Ja, cool. Wenn du nichts mehr hast. Ja, das wäre es für heute erstmal. Ja. Wie gesagt, die weiteren Videos werden dann noch folgen mit Details und auch Detailaufnahmen. Genau. Und wir freuen uns auf die Auslieferung und die ersten glücklichen Kunden. Ja. Falls ihr darunter zählt oder falls ihr das Video seht und das schon bestellt habt oder noch bestellen werdet oder wie auch immer, gerne mal einen Kommentar dazu dalassen. Auch natürlich, ihr habt es ja gehört, Hera ist da auch immer sehr nah am Kunden, wenn ihr Verbesserungswünsche und Feedback habt, dass man das einfließen lassen kann für zukünftige Projekte. Immer raus damit, immer offen und ehrlich, das ist uns ganz wichtig, bei uns sowieso in unserer Community. Und ja, alle Infos zur H6 bekommt ihr natürlich auf der Webseite von Hera Arms, die hier jetzt unten eingeblendet ist. Ja, dann Matthias, ich danke dir recht herzlich, dass du uns besucht hast und das schöne Schmuckstück hier mitgebracht hast. Wir sind gespannt auf weiteres, was dann auch folgen wird. Ja, und in diesem Sinne bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, wie immer an dieser Stelle, liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Ciao.